Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Schon die erste Kleinigkeit, die so mittel funktioniert hat. Ich glaube, ihr habt jetzt erst mal kurz die Software gesehen, aber das ist ja halb so wild. Verrückt heute wieder. Kleiner Technikkampf, weil ich heute tatsächlich mit euch einmal gemeinsam nochmal die Cameo 5 angucken will und dachte, es ist ja vielleicht ganz nett, wenn wir auch den Vergleich haben zwischen der Cameo 5 und der Juliet. Die Juliet ist die Maschine, die ich jetzt eigentlich so im Alltag viel benutze. Und wir haben ja vom letzten Stream noch offen, uns das ganze Thema mit dem CB09 in der Cameo 5 mal anzuschauen. Ich dachte, das machen wir heute einfach alles in einem Rutsch. Weil ich wieder viel an der Technik geschraubt habe, seht es mir nach, wenn irgendwelche Dinge nicht auf Anhieb funktionieren. Verratet mir bitte jetzt gerne einmal in den Kommentaren, ob ihr mich gut hören könnt, ob das Audio okay ist, ob ihr Musik hört, ob die Musik von der Lautstärke her in Ordnung ist oder zu laut oder zu leise. Das haben wir nämlich auch erst seit letztem Stream implementiert. Ansonsten machen wir nachher gleich ganz wilde Sachen mit den beiden hier Plottern im Hintergrund gleichzeitig im Bild. Und das würde ich jetzt auch als erstes mal probieren. Ja, Musik nur ganz leise, Silvia, wenn im Hintergrund. Wundert euch nicht, deshalb habe ich hier auch den Knopf im Ohr, damit ich ein bisschen selber höre, was da im Hintergrund passiert. Okay, wir testen jetzt als erstes eins, nämlich wir schauen jetzt einfach einmal gemeinsam, ob das mit dem Splitscreen hinter mir funktioniert. Achtung, zack, Test, Test. Tada! Da sind sie. Das scheint jetzt von dem her, was ich sehen kann, schon mal sehr gut funktioniert zu haben. Ich komme einfach nochmal zu euch zurück. Sehr schön. Sehr gut. Ich denke, das ist ganz wichtig, sonst haben wir nämlich keine Chance, das hier vernünftig uns auch beides wirklich parallel angucken zu können. Denn das Spannende wäre ja tatsächlich, wie die sich im Vergleich schlagen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, davon wird bei mir auch abhängen, ob ich hier die Cameo 5 am Ende behalte oder ob ich sie nicht behalte. Ich muss mich heute entscheiden, denn heute läuft meine Widerrufsfrist endgültig ab. Mein Bauchgefühl jetzt im Moment sagt, sie geht wahrscheinlich wieder zurück, weil sie am Ende doch einen kleinen Tacken langsamer sein wird als die Juliet. Aber ich möchte das heute mit euch ganz gerne nochmal verifizieren. Und ich hatte vorher auch ganz kurz nochmal auf Social Media gefragt, auf Instagram, ob es bestimmte Fragen gibt, ob ihr was Bestimmtes auch noch sehen und wissen wollt. Die Fragen versuche ich nachher durchzugehen. Ihr seid aber natürlich auch eingeladen. Jetzt ist die Chance noch da. Wie gesagt, es kann wirklich sehr gut sein, dass ich nach heute die Cameo 5 wieder einpacke und sie wegschicke. Also wenn es irgendwas gibt, was ihr unbedingt noch beantwortet haben wollt und was wir gemeinsam ausprobieren müssen, müsst ihr es heute in die Kommentare hauen, damit ich eine Chance habe, es tatsächlich auch noch zu testen. Wir gucken mal. Ich bin selber sehr gespannt. Anvisiertes Ende für den Stream heute ist 21 Uhr. Das heißt, wir haben etwas weniger als 1,5 Stunden, weil nach mir jetzt dann die Suse nachher noch live ist mit ihrer Geschenkewerkstatt im Advent. Und ja, ich schaue einfach mal, dass ich das hier durchkriege. Petra schreibt schon Print and Cut. Sorry, Petra, das ist das eine, was wir heute auf gar keinen Fall schaffen werden. Das glaube ich nicht, es sei denn, ich bin super schnell mit allem. Das eine, womit ich gern starten würde, ist jetzt eigentlich das Thema direkter Vergleich. Einmal was die Geschwindigkeit angeht. Ich habe tatsächlich schon das CB09 einmal in meine Cameo 5 eingesetzt. Das habe ich gestern gemacht oder vorgestern und habe so ein paar Kleinigkeiten damit geschnitten. Wichtig, man braucht dafür einen Adapter. Zu dem ganzen Adapter-Thema würde ich auch gleich noch mal mehr sagen, aber ich würde eigentlich ganz gerne mit dem starten, was mich persönlich jetzt gerade am brennendsten und interessiert. Nämlich tatsächlich die Frage, wie die sich von der Geschwindigkeit her im Vergleich schlagen. Tatsächlich wurde ich auch noch mal gefragt nach einem Kreisergebnis. Einige von euch haben ja wahrscheinlich den Kreistest das letzte Mal schon gesehen. Ich war mit den kleinen Kreisen bei der Cameo 5 eigentlich ganz zufrieden, aber wir haben es nicht direkt verglichen. Das heißt, meine Idee wäre jetzt, wir schneiden einfach noch mal eine erste Motivlage von der Tunnelkarte, die ich heute sowieso noch plotten wollte, mit beiden Geräten gleichzeitig mit maximale Geschwindigkeit und gucken einfach mal, welche zuerst fertig ist und vergleichen dann auch die Resultate, was uns vom Schnittbild her besser gefällt. Das ist das, was mich persönlich jetzt gerade am brennendsten interessiert. Und dann sage ich auch gerne noch mal was zum Thema Unterschied CB09 und Automatikmesser, das mache ich dann gleich mit. Falls ihr euch wundert, warum der Kommentar hier so violett geworden ist, das liegt daran, dass meine Admins den Kommentar markiert haben als offene Frage, die ich nachher noch beantworten soll. Sehr gut, bitte gerne stehen lassen, bis ich wirklich auch so weit bin und die Frage beantwortet habe. Also ihr kennt ungefähr den Fahrplan. Wir probieren jetzt wirklich zuerst mal den Schnitt von beiden Geräten parallel. Ich hoffe, das klappt hier alles und ich hoffe, das schmiert nicht alles irgendwie ab. Ja, wie gesagt, Technik, alles ganz spannend, zusätzliche Kabel,
zusätzliches Tralala, um das überhaupt parallel hinzubekommen. Aber bevor ich tatsächlich den Plotter anschmeiße, würde ich sagen, schauen wir bitte einmal gemeinsam in die Software rein. Das wäre jetzt mein erstes Ansinnen. Und dafür lege ich euch einmal auf den Bildschirm und zeige euch, was ich hier einmal in Silhouette vorbereitet habe. Nämlich ich habe hier einmal meine Tunnelkarten Motivlage Nummer 1 hier rechts unten auf die Standardmatte positioniert. Ich zeige euch auch gleich, warum rechts unten auf die Standardmatte. Da geht es eigentlich vor allem darum, wirklich einen einigermaßen belastbaren Vergleich machen zu können. Gut. Wir bereiten das Ganze im Sendendialog vor und dann mache ich das gleiche letzten Endes auch für unser Leonardo Design Studio, für unsere CZ Juliette, damit wir nachher wirklich gleichzeitig das Ganze auch senden können. Das heißt, wir klicken mal gemeinsam in den Sendendialog und ihr seht, hier sind meine Standardeinstellungen noch drin, die ich hier offensichtlich geringfügig verändert habe. Ich habe hier aktuell noch einen Anpressdruck von 30 drin. Das ist auch gleich einer der Gründe, warum ich wahrscheinlich am Ende nicht mit der Cameo 5 arbeiten werde, sondern langfristig dann doch wieder mit der Juliette, weil ich hier am Ende wahrscheinlich doch wieder bei mehreren Durchgängen bin für saubere Schnitte mit der Cameo 5. Wir wollen es aber jetzt wirklich mal auf einen Durchgang reduzieren, damit wir einfach sehen, wie sie am Ende rauskommen, weil mit der Juliette brauche ich definitiv nur einen Durchgang. Deshalb nehme ich hier den Anpressdruck auch mal etwas höher, als ich ihn normalerweise nehmen würde. Normalerweise schneide ich meinen Bastelkarton immer so mit 26 2 Durchgänge. Ich würde jetzt hier sagen, ich nehme den Anpressdruck wirklich bei 30. Mit viel Glück sind wir damit durch. Vielleicht auch nicht ganz. Wir nehmen ihn einfach ganz hoch. Wir nehmen die 33. Das kann ein Fehler sein, das wollen wir aber gleich merken. Und wundert euch nicht, dass ich bei der Geschwindigkeit eine weitreichendere Skala habe als ihr vielleicht. Ich habe hier im Moment noch die Silhouette Studio Beta Version installiert. Das habe ich neulich einfach gebraucht, um überhaupt eine Verbindung hier zu meiner Cameo 5 herstellen zu können. So, das heißt, mit diesen Einstellungen wollen wir das Ganze gleich schneiden. Einfach für euren Hinterkopf, ich gebe der Cameo 5 jetzt hier wirklich maximalen Anpressdruck in der Hoffnung, dass wir damit in einem Durchgang hier durchkommen. Und ich nehme jetzt hier auch einfach mal maximale Geschwindigkeit, weil am Ende wollen wir ja auch einen Geschwindigkeitsvergleich haben. Okay, also das ist das Ganze, was ich hier einmal vorbereitet habe im Silhouette Studio. Und jetzt gucken wir noch einmal gemeinsam rüber ins Leonardo Design Studio. Hier gehe ich so ähnlich vor, nur dass ich hier tatsächlich meine Motivlage einmal in die rechte obere Ecke setze, weil der Startpunkt hier links unten liegt. Das heißt, ich versuche einfach, die möglichst gleich lange Wege fahren zu lassen, bevor sie mit dem Schnitt dann tatsächlich auch starten. Ich habe hier noch nicht mehr gemacht, als diese neue Tunnelkarte einmal hier in die Software zu bringen, das Ganze hier rechts oben in die Ecke zu legen. Und jetzt können wir gerade mal bei Design senden auch noch die Einstellungen vornehmen. Er soll die Farben nicht separieren, er soll das Ganze an der aktuellen Mattenposition schneiden. Und ich gehe gerade noch mal zurück und rücks noch so ein ganz kleines bisschen nach unten. So. Aktuelle Mattenposition bitte. Die Farben nicht separieren. Und jetzt können wir auch hier die Einstellungen vornehmen. Um das Ganze fair zu halten, gehe ich jetzt auch hier auf die maximale Geschwindigkeit. Das sind hier einmal dann die 13. Den Anpressdruck kann ich hier bei meiner Juliette bei 45 lassen. Das ist der Erfahrungswert, mit dem ich mein Papier sonst auch immer schneide. Ja, und das ist es ehrlich gesagt im Großen und Ganzen auch schon. Ich habe jetzt einfach in beide Plotter jeweils eine Matte eingelegt und auch schon Papier an die richtige Stelle. Ich kann mal gucken, ob ich euch das direkt nochmal zeigen kann. Wartet mal. Zack. Einmal hier die Juliette. Ihr seht schon, ich habe das Ganze hier am Nullpunkt angelegt. Hier hinten schaut meine normale Matte raus. Wundert euch nicht, die Verlängerung in der Richtung, die spielt jetzt dafür keine Rolle. Und der Schnitt soll hier in dieser Ecke landen. Und wir gucken auch nochmal auf die Cameo. Bei der Cameo auch nicht wundern, hier liegt jetzt auch eine von mir selbst gebaute Matte drin. Die hat ein bisschen eine Sonderlänge. Aber ich habe das Ganze einfach hier bei den 12 Zoll mehr oder minder als Unterkante angeklebt, als wäre es eine Standardmatte. Und habe dann hier einfach auch schon mein Papier positioniert. Nicht wundern, dass es hier hinten so aussieht, als gäbe es hier Probleme. Ich habe hier einen Umbau quasi, das heißt, die Matte fährt unter diesem Holzteil lang. Also das können wir einfach so mit gutem Gewissen starten. Okay, also ihr habt die Vorbereitung an beiden Geräten gesehen. Die Matte liegt drin, die Plotter sind soweit. Und was machen wir? Ich glaube, wir starten einfach Silhouette zuerst. Und direkt danach Leonardo Design Studio. Während ich jetzt hier das Starten anklicke, nehme ich euch hier mal noch mit. Und dann schalte ich euch auf den Splitscreen und hoffe sehr,
dass das direkt funktioniert. Ach so, ein Wort hier direkt noch, wenn ich einmal hier Silhouette offen habe. Und zwar seht ihr hier aktuell noch, dass ich meine Bastelkarton-Einstellung ausgewählt habe und es ist Schneiden ausgewählt und die manuelle Klinge. Das heißt, er muss jetzt hier vorher auch nichts einstellen, weil ich eben das CB09 hier aktuell einsetze. Und da ist wichtig, dass man die manuelle Klinge auch tatsächlich hier beim Werkzeug ausgewählt hat. Ich versuche jetzt wirklich schnell zu sein. Das heißt, ich klicke jetzt gleich hier auf Senden, bestätige das dann nochmal und dann switchen wir rüber zur Juliette und klicken auch auf Senden und bestätigen das Ganze nochmal. Und dann gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie sich das jetzt ausgeht. Vor allem, ob die Geschwindigkeit Full Speed mit vollem Druck echt eine tolle Idee ist, aber wir gucken mal. Also ihr guckt mit auf die Uhr, irgendwer kann jetzt mitstoppen, wie viele Sekunden ich verbummelt habe, bis jetzt tatsächlich die Juliette startet. Es kann natürlich auch sein, wisst ihr was, wir machen es umgekehrt. Ich überlege gerade, ob ich erst die Juliette starte, weil die Juliette ist per WLAN verbunden. Und wenn die sich in dem Moment dann überlegt, dass sie vielleicht doch nicht so richtig verbunden ist, schneidet sie sonst nicht los. Machen wir es, glaube ich, wirklich so rum, damit wir erst sehen, ob die wirklich dann auch loslegt. Also wir verifizieren hier nochmal und sagen ja, Achtung, die legt dann auch wirklich sofort los. So, und jetzt, Achtung, Split Screen. Dauert einen ganz kleinen Moment. Tada! Und jetzt lassen wir einfach beide Plotter mal arbeiten und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich bin ganz nervös. Das Teddy-Motiv ist neu, Silvia, das lese ich gerade. Das kommt erst noch in den Shop, voraussichtlich morgen. Das heißt, das ist jetzt aktuell noch nicht da. Kommt aber. Okay. Die Juliette ist fertig, Leute. Die Juliette ist schon fertig. Die Cameo 5 arbeitet noch. Silvia hat mitgestoppt. Silvia, du bist die Beste. Zwischen den Starts waren 3,6 Sekunden. Ja, die Juliette hatte ja auch einen Vorsprung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Die 3,6 Sekunden, da ist jetzt tatsächlich aktuell schon die Cameo 5 im Hintertreffen. So, jetzt schneidet sie den großen Kreis. Und jetzt ist er auch fertig. So. Tada! Also fertig sind sie beide. Ich würde sagen, wir checken erstmal gemeinsam direkt am Gerät. Und dann schauen wir uns das Ganze auch gleich nochmal in... Wartet, ich fahre euch noch ein bisschen an die richtige Stelle, wenn mir das direkt jetzt gelingt. So. Schauen wir uns das Ganze gleich nochmal unter der richtigen Kamera an. Was ich jetzt tatsächlich auf Anhieb positiv finde, es sieht für mich tatsächlich so aus, als wären wir hier vielleicht sogar mit einem Durchgang durch. Ja. Hier oben höre ich schon, dass es irgendwie nicht ganz perfekt durch ist. Aber es ist besser, als ich vermutet hatte. Also das ist jetzt einfach tatsächlich ein Durchgang voller Druck. Und wir gucken mal zusammen bei der Juliette, obwohl ich da sicher bin, wie das Ergebnis aussehen wird. Schauen wir trotzdem nochmal gemeinsam rüber. Auch da müssen wir vielleicht gerade nochmal ein bisschen schwenken. So. Ja, der Stern da oben hängt ein bisschen im Weg, aber vielleicht sehen wir trotzdem ein bisschen was, wenn ich hier hinten dran laufe. Hier liegt mein Ergebnis und hier habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass ich das einfach komplett ablösen kann. Ich nehme das Ganze jetzt trotzdem mal samt Matte mit, das heißt, ich nehme beide Matten raus und wir gucken uns das gleich. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt, ich bin ja hier mit meinem Stream sehr beschäftigt, aber ihr habt, glaube ich, im Ergebnis schon gesehen, dass die Juliette eine ganze Kante schneller war. Sie hatte zwar 3 Sekunden Vorsprung, aber sie war definitiv schneller als 3 Sekunden schneller fertig, würde ich sagen. So. Das, was hier auf der selbstgemachten Schneidematte klebt, das sind jetzt die Ergebnisse, die ich einmal aus der Silhouette Cameo 5 rausgeholt habe. Sorry, ich bastel immer noch am Licht. Ist tatsächlich besser als gedacht. Volle Geschwindigkeit, voller Anpressdruck. Ich habe es hier beim Ablösen gemerkt, dass hier oben an dem großen Kreis noch so ein Hänger war. Man sieht es jetzt hier auch gleich, dass noch nicht alle Stellen hier oben, ne? Hier sieht man den Anriss so ein bisschen,
ganz perfekt geschnitten sind. Es ist besser tatsächlich, als ich befürchtet hätte. Es sind fast alle Kreise jetzt tatsächlich auch mit einem Durchgang hier liegen geblieben. Und ich sage nochmal das Gleiche, was ich euch neulich schon gesagt habe. Es ist vom Ergebnis her, von den kleinen Kreisen her viel, viel, viel besser als alles, was die Cameo 4 bei mir jemals produziert hat, mit egal welchen Bemühungen ich unternommen habe. Wir gucken uns mal an, wie sich die Juliette im Vergleich geschlagen hat. Auch hier habe ich noch nicht mehr gemacht, als es einfach nur abzulösen. Aber der erste Unterschied, den man halt sofort merkt, ist, hier sind es wirklich alle kleinen Kreise. Nein, stimmt nicht. Hier ein einziger hängt hier unten noch. Aber ich schnipp hier einmal, zack, und schon ist auch der weg. Also vom Ergebnis her würde ich sagen, hat hier auch die Juliette minimal die Nase vorne. Wir werden jetzt einfach auch nochmal versuchen, das Ergebnis wirklich zu vergleichen. Ich lege die Matten im Hintergrund mal weg, dass wir uns wirklich die geschnittenen Teile nochmal angucken können. Wie machen wir das jetzt? Ich zoome euch einfach mal ein bisschen ran, oder? Damit ihr so gut wie möglich einen Eindruck bekommt. Das hier links, wie gesagt, ist das Ergebnis mit der Cameo 5. Es ist wirklich, wirklich, also im Vergleich zu dem, was die Cameo 4 produziert hat, ist es wirklich ein gutes Ergebnis, wenn die Kamera es euch auch scharf stellen würde. Wartet. So viele technische Kleinigkeiten. Aber ich bin ganz klar ja auch selber schuld, weil ich immer noch irgendwas an meinem Setup zu basteln habe. So, noch ein Versuch. Ob euch die Kamera das auch scharf stellt. Schaut euch mal das Ergebnis an. Also ich würde sagen, dafür, dass das jetzt wieder mit der Cameo geplottet ist und ein Durchgang, ist es schon wirklich ganz gut geworden. Man kann, wenn man ganz merklich sein will und sich das wirklich aus der Nähe hier anschaut, wartet, ich lege das mal im Hintergrund weg, dann hat es die Kamera vielleicht auch leichter, das hier scharf zu stellen. Hier oben könnt ihr das sehen, dass bei den kleinen Kreisen so der Start- und Endpunkt, ich behaupte, den kann ich bei jedem einzelnen Kreis sehen. Aber dafür muss man halt schon sehr genau hingucken und wahrscheinlich auch so penibel sein wie ich, dass einem da noch irgendwas stört. Und hier zeige ich euch natürlich auch, damit wir einen fairen Vergleich haben, möglichst nochmal, was die Juliette geliefert hat. So, ich versuche wenig zu wackeln, dass er es euch wirklich einfach auch scharf stellt. Macht er das? Bin nicht sicher, ob ihr das nicht einfach nur unscharf seht. Seht ihr mich gerade überhaupt? Ich habe noch keinen lauten Protest von irgendwo gehört, aber ich sehe gerade, dass ich nichts sehe. Wartet mal. Ich muss gerade erst selber nochmal in die Software reingucken. Hilfe. Ist das normal mit dem schwarzen Bildschirm? Nein. Bild ist weg. Okay. Wartet. Es tut mir leid. Ist wieder viel chaotischer, als mir selbst lieb ist. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was da jetzt wieder passiert ist. Jetzt seht ihr hoffentlich. So, und jetzt gehen wir bitte nochmal zurück und überlegen mal ganz kurz gemeinsam, was ihr noch gesehen habt. Hattet ihr die Ergebnisse überhaupt aus der Nähe gesehen? Muss ich wahrscheinlich jetzt am besten schnell meinen Mann fragen. Ihr dürft mal schreiben, was ihr noch mitbekommen habt. Nein, nix. Immer noch schwarz. Jetzt aber bitte. Bitte sagt mir, dass ihr jetzt was sehen könnt. Sonst gebe ich gleich ernüchtert auf. Licht aus. Nee, das Licht ist an. Aber die Kameratechnik und die 20 Schnittstellen haben wir wieder gestreikt. Jetzt ja. Danke für eure Geduld. Noch ein Anlauf. Also, hier, zurück im Text. Ich lege sie euch nochmal beide hin und ich versuche möglichst wenig zu fuchteln und zu wedeln, damit die Kamera auch eine Chance hat, euch die Ergebnisse scharf zu stellen. Das Ergebnis hier links ist geschnitten mit der Cameo 5. Das Ergebnis hier rechts ist geschnitten mit der Juliette. Ich sage es nochmal, Cameo 5, die Verbesserung zur Cameo 4 ist drastisch, es sind Welten. Meine Cameo 4 konnte trotz sämtlicher Bemühungen, Streckeneinstellungen, 100.000 verschiedenen Versuchen keine vernünftigen kleinen Kreise schneiden. Die Cameo 5 kann es wieder und darüber bin ich sehr erleichtert. So, hier sind die Ergebnisse mit der Juliette. Es mag persönliche Präferenz sein, aber mir gefällt das Schnittbild bei der Juliette besser. Ich versuche euch hier bei der Cameo nochmal zu zeigen, ja, ich weiß, es ist wieder Meckern auf hohem Niveau, aber ich hole euch das Ganze nochmal ran. Man kann, wenn man hier ganz genau hinschaut bei den kleinen Kreisen, halt trotzdem noch sehr genau erkennen, wo der jeweils angefangen hat, den Kreis zu schneiden, wo er aufgehört hat. Also ich sehe hier so eine kleine Ecke, wenn ich mir es wirklich nah genug ranhole.
Das kann ich jetzt so vergleichbar im Juliet-Schnittergebnis nicht sehen. Aber es ist Mäkeln auf hohem Niveau. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wer sagt, er liebt einfach die Silhouette-Software und er möchte unbedingt im Silhouette-Universum bleiben, dem kann ich, was das angeht, die Cameo 5 wieder guten Gewissens empfehlen. Ich habe lange Bauchweh gehabt, weil die Cameo 4 halt eben die Cameo war, die jetzt gerade aktuell war. Und die Cameo 4 war einfach nix. Das ist meine ehrliche Meinung zu dieser Maschine, die ich ja auf meinem Blog auch schon vor einiger Zeit kundgetan habe. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es so viel besser geworden ist. Ich hatte da ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Hoffnung. Als ich die Curio 2 getestet habe, habe ich ja auch versucht, kleine Kreise zu schneiden. Und die Pfadverarbeitung, die ich da bei der Curio 2 gesehen habe, die war unterirdisch. Und ich habe ernstzunehmend befürchtet, dass das bei der Cameo 5 jetzt vermutlich eventuell genauso sein könnte, dürfte, weil eigentlich gefühlt ja die Curio 2 so ein bisschen das Flaggschiff-Produkt ist im Vergleich zur Cameo 5. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich mit dieser Befürchtung falsch lag und dass die Ergebnisse hier bei der Cameo 5 wieder deutlich besser sind. So, jetzt habt ihr die im Vergleich gesehen. Dürft auch gerne selbst euch nochmal eine Meinung bilden und was dazu sagen. Ich komme gerade nochmal hier zu euch zurück. Ja. Und ich bin unsichtbar. Ihr seht mal wieder, dass ihr nichts seht. Ey, das ist heute wirklich, das ist echt hart. Dieses ganze Technikthema ist echt hart. Da hat sich doch glatt die zweite Kamera, würde ich sagen, irgendwie auch abgemeldet, weil eigentlich stehe ich da vorne dran. Eieiei. Habt noch mal einen Moment Geduld mit mir. Ich versuche die Kamera wieder aufzuwecken. Tada! Und da bin ich wieder. Jetzt sieht man hoffentlich mich wieder. Jetzt, ja. Ja, dürft gerne auch noch mal eure eigene Einschätzung dazu geben. Für mich ist halt jetzt tatsächlich die Kombination aus, ich finde das Schnittbild von der Juliette tatsächlich noch mal einen Tacken besser. Und ihr habt es gesehen, sie war schneller. Ne, das ist, glaube ich, steht außer Rede. Noch deutlicher wird man es wahrscheinlich sehen, wenn man mal irgendwas mit 2 Durchgängen schneidet. Aber der Witz ist, es macht wenig Sinn, die Juliette mit irgendwas zu vergleichen, was 2 Durchgänge braucht, weil die Juliette braucht halt nur einen Durchgang. So, zum Vergleich Juliette Cameo 5. Ich weiß, dass für manche einfach aufgrund der anderen Software die Juliette keine Option ist. Ich sage euch das nur so deutlich, weil ich im Moment halt das Schneiden sämtlicher Prototypen und so weiter mit der Juliette erledige. Ja. Ich bin gerade ein bisschen gestresst und aus dem Konzept, weil hier die ganze Technik nicht so mitmacht, wie ich das gerne hätte. Aber jetzt habt ihr den Vergleich hier einfach mal gesehen. Wie gesagt, die Cameo 5 Kreise sind viel besser als die Cameo 4 Kreise. Ich wurde aber auch schon jetzt öfter gefragt, ob ich sagen würde, das Upgrade von der Cameo 3 zur Cameo 5 lohnt sich. Und da würde ich persönlich sagen, wahrscheinlich nicht. Ich sage euch auch warum. Weil die Cameo 5 definitiv zwar schneller ist als die Cameo 3, aber meine Cameo 3 hat Kreise geschnitten, die mindestens genauso gut sind wie die von der Cameo 5. Und das, was meiner Meinung nach für die Cameo 5 sprechen würde, also die Spezialwerkzeuge, die da kommen sollten, dieses spezielle Folierungswerkzeug, das Prägewerkzeug, das andere Spezialzubehör, das lässt meines Wissens aktuell alles noch auf sich warten. Ich habe letzte Woche kurz mit Hobbyblotter telefoniert, weil ich das eben auch genau wissen wollte, wann das kommt, ob schon absehbar ist, wann das kommt, ob die bestätigte Liefertermine haben. Und die Antwort war ein breites Schulterzucken, die wissen so viel wie wir, nämlich eigentlich auch scheinbar nichts. Also ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Zeit dauern wird, bis die Spezialwerkzeuge für die Cameo 5 tatsächlich auch verfügbar sind. Und dann seid ihr im Endeffekt doch beim gleichen Ergebnis, würde ich sagen. Da könnt ihr auch bei der Cameo 3 bleiben, weil schneiden kann die auch. Klar, die Spezialwerkzeuge, die jetzt für die Cameo 5 relevant wären, könnt ihr in der Cameo 3 nicht verwenden. Aber ich denke immer, man muss sich halt auch ganz krass fragen, was will ich wirklich mit meinem Plotter machen? Und ich schneide mit meinem Plotter vorwiegend Papier, aber egal, ich denke, es ist egal, ob ihr sagt, ihr schneidet vorwiegend Papier oder vorwiegend Folie. Ihr gewinnt außer zusätzlicher Geschwindigkeit absolut nichts, wenn ihr von der Cameo 3 zur 5 umsteigt. Im Gegenteil, ich habe einen Negativpunkt, den ich einmal anführen möchte zur Cameo 5 mal wieder. Das ist das Thema mit den 2 Werkzeughaltern. Ihr habt zwar 2 Werkzeughalter in der Cameo 5, wie auch schon in den Modellen davor, aber diese Werkzeughalter sind nicht gleichwertig. Soll heißen, dadurch, dass dieser zweite rechte Werkzeughalter für die Spezialwerkzeuge reserviert ist, könnt ihr den nicht sinnvoll zum Zeichnen nutzen. Das ist zum Beispiel was ich jetzt auch probiert habe letzte Woche. Ich wollte damit zeichnen und man kann mit dem rechten Werkzeughalter zeichnen, das geht. Achtung, nicht mit dem Original
Stiftehalter, sondern mit einer Alternative. Aber der rechte Werkzeughalter ist eben eigentlich für die Power Tools gemacht und der senkt sich so langsam ab und hebt sich so langsam an, dass man zu viel Geduld braucht, bis der irgendwas fertig gezeichnet hat. Es geht zwar, aber dadurch, dass das wirklich mechanisch gesenkt und gehoben wird mit einem Motor, macht es überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, den Stift rechts einzusetzen. Das heißt, man ist dann am Ende doch wieder da, dass man immer das Werkzeug wechseln muss, wenn man zeichnen und schneiden will. Man hat mich persönlich nicht glücklich gemacht, sage ich euch einfach so, wie es ist. Das war bei der Cameo 3 anders. Die ist da die absolute Ausnahme gewesen. Die hat mehr oder minder 2 Werkzeughalter, wo man wirklich frei wählen konnte, was mache ich in welchen Werkzeughalter rein. Klar, das automatische Messer funktioniert immer nur ganz links, aber da könnte man zum Beispiel auch rechts einfach einen Stifthalter reinsetzen. Und der Werkzeughalter ist genauso schnell, wie wenn ich das Ganze im linken Werkzeughalter drin habe. Ich weiß, es nützt euch nicht viel, weil es gibt keine Cameo 3 mehr neu zu kaufen. Nur mal zu meiner Meinung, warum ich sage, meiner Meinung nach lohnt sich der Umstieg von der 3 auf die 5 nicht. So, jetzt versuche ich erst nochmal Fragen durchzugehen, weil ich die jetzt ja durch lauter Technikstress so ein bisschen übergangen habe. Genau. Die allgemeine Frage, CB09 Automatikmesser, das zeige ich euch auf jeden Fall jetzt an der Cameo 5. Für alle, die wirklich mit der Cameo 5 liebäugeln, ihr wisst es, ich benutze in meinen Silhouette-Plottern gefühlt seit jeher, schon seit sehr langer Zeit, ein alternatives Messer. Das heißt, ich bin irgendwann von den Originalmessern auf das CB09 als Alternative umgestiegen, weil es so viel günstiger ist und weil man bei den Originalmessern halt immer das komplette Messer mit dem Gehäuse, mit Plastik, mit allem wegwerfen muss und beim CB09 tauscht man nur die Klinge aus. Das ist eigentlich der große Unterschied. Zeige ich aber gleich nochmal. Um das CB09 sinnvoll in der Cameo 5 nutzen zu können, braucht man einen Adapter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch heute vor allem eine Möglichkeit, nämlich den Adapter von Michael, und sage nochmal was zu den Messern. Okay, so rum machen wir es. Bevor ich jetzt alles durcheinander mache, machen wir erstmal das, würde ich sagen. Wir switchen noch einmal hinter zur Cameo und da vielleicht idealerweise, wenn das klappt, Achtung, einmal direkt zum Werkzeug. Wuhu! Ja, es hat was funktioniert. Ich bin glücklich. Hier, ihr seht, ich habe einmal mein Messer im linken Werkzeughalter eingesetzt und ich nehme es auch einmal raus. Ich habe hier auch noch das eigentliche Originalmesser liegen, damit wir einfach einmal auch vergleichen können. Zum Öffnen habe ich das Ganze hier, also diese Verriegelung einmal nach vorn gezogen und kann jetzt hier das Messer einmal rausnehmen und wir switchen jetzt nochmal gemeinsam zur anderen Kamera, wenn das denn klappt. Achtung, zu dieser hier. Räumen das einmal aus dem Weg und holen das hier einmal ran und schauen uns das hier einmal gemeinsam an, nachdem ich wieder am Licht rumgespielt habe. So, Entschuldigung, muss wieder kurz sein. Hier habt ihr einmal das automatische Messer. Viele, die mit einem der neueren Plotter angefangen haben zu plotten, kennen eigentlich nichts anderes als das automatische Messer, weil das halt die tiefen Einstellungen für euch übernimmt. Das ist auch das, was mit dem Plotter eigentlich geliefert wird. Und natürlich kann man mit dem automatischen Messer arbeiten, aber hier haben wir einmal die Alternative. Und zwar habe ich hier einmal das CB09 und das ist schon in den Adapter von Michael eingesetzt. Das habe ich jetzt eben gestern schon gemacht. Ich zeige euch aber auch das CB09 nochmal ohne Adapter und ich zeige euch auch das Einsetzen in den Adapter für alle, die vielleicht von die von einem Plotter auf den anderen Plotter umsteigen. Wir holen mal hier meine Kiste. Einmal die CB09 Vorratskiste. Und wir holen uns auch einmal den Adapter. Hier aus meiner wunderbaren Krimschkramschlade. Wunderbar. Und dann erkläre ich dazu einfach nochmal ganz kurz auch was generell, damit ihr die Infos habt, die ihr braucht, auch wenn ihr noch nie was vom CB09 gehört habt. Was nehmen wir denn für eins? Ihr seht, ich habe viele davon, was unter anderem daran liegt, dass ich die schon seit vielen, vielen Jahren verwende. Wir nehmen mal dieses hier. Und in den älteren Plottern, in den älteren Modellen kann man das CB09 direkt einsetzen. Achtung, es ist natürlich kein Originalzubehör. Ich habe es aber noch nicht geschafft, irgendeinen Plotter damit zu beschädigen. Ich sage es aber trotzdem nochmal dazu. In meinen älteren Plottern habe ich mir gerne hier so Ausgleichsringe reingepackt. Dieses ganze Thema CB09, wie stelle ich die Tiefe richtig ein, was ist zu beachten? Dazu gibt es einen Hilfebeitrag auf meinem Blog, da gibt es einen Tippsbeitrag sozusagen. Den könnten meine Admins euch bitte auch gerade mal verlinken, den habe ich nämlich in der Videobeschreibung vergessen. Das fällt mir hierbei gerade ein. Und was daran einfach schön ist, ich zeige das einmal ganz kurz, ist, dass ihr hier innen drinne einmal die Klinge einsetzen könnt. Das hier ist schon ein neueres CB09, das hier schon eine eingebaute Federung hat. Und dann haben wir hier separat die Klingen. Und
der Klingenwechsel geht entsprechend schnell und ist sehr preiswert, weil man halt wirklich dann nur noch eine neue Klinge und kein komplett neues Messer braucht. Die Klinge setzt man jetzt hier einfach vorsichtig in diese innere Führung ein und dann schraubt man das Teil wieder zu. Und schon hat man die Klinge gewechselt und hat eine brandneue Klinge drin. Um das Ganze in der Tiefe einzustellen, dreht man hier hinten an dem Rädchen. Tipps dazu, wo der Maximalpunkt ist, wie man das einstellt. Wie gesagt, schaut euch da mal den Blogbeitrag an. Ich will heute den Rahmen nicht sprengen. Aber was ich euch unbedingt noch erzählen will, ist, dass dieses Messer, so wie es ist, eben nicht direkt in die Cameo 5 eingesetzt werden kann, weil mit der Cameo 4, da kam die Änderung, die Werkzeugaufnahme im Plotter breiter geworden ist. Das könnt ihr vielleicht auch schon mit bloßem Auge erkennen, wenn ich euch die zwei Werkzeuge nebeneinander halte, dass hier links das Originalmesser einfach dicker ist als dieses rechte CB09. Und dieses dicker, das muss man irgendwie ausgleichen, damit das Messer auch im Plotter hält. Und da hat man jetzt mehrere Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, wartet, ich nehme mal hier eins von meinen anderen CB09s ran. Ich habe ganz viele davon, weil ich das einfach alles seit Jahren benutze und weil man nicht genug CB09s haben kann. Eine Möglichkeit auch schon bei der Cameo 4 und ja, hier den Vorgängermodellen war, mit diesen mitgelieferten Adaptern zu arbeiten. Das ist eigentlich ein Stiftadapter. Ich habe hier hinten dieses Metallplättchen entfernt. Dadurch wird die automatische Erkennung deaktiviert. Und hier kann man das CB09 mitunter reinpacken, einspannen und das Ganze so im Plotter benutzen. Das hat für mich immer sehr gut funktioniert, aber ich habe von anderen gehört, dass es für sie nicht so gut funktioniert. Und es hat den Nachteil, dass ihr hier oben an dieses Rädchen für die Tiefeneinstellung nicht so toll drankommt. Was es macht, ist, dass es eben hier auch die Dicke herstellt, ne, die ihr braucht, um das Ganze einzusetzen. Ich glaube aber, wenn ich das richtig gesehen habe, bei der Cameo 5 sind diese Adapterteile jetzt auch gar nicht mehr dabei. Bei der Cameo 4 waren diese Plastikdinger mit drin. Bei der Cameo 5 habe ich das jetzt im Lieferumfang bei mir nicht gesehen. Deshalb schauen wir uns jetzt auch einfach mal an, wie man hier mit dem Adapter von Michael arbeiten kann. Da hat man es ein bisschen komfortabler und kann vor allem auch auf diese verschiedenen Dicken von dem CB09 reagieren, weil einer der Nachteile, wenn man das CB09 verwendet, einfach das ist, dass diese Dinger nicht genormt sind. Das heißt, das eine ist ein bisschen dicker, das andere ist ein bisschen zierlicher. Das habe ich schon sehr früh gemerkt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel keine Skala aufklebe, weil auch hier oben diese eingeschnittenen Gewinde nicht unbedingt genormt sind. Man musste also ein bisschen flexibel sein. So. Aber das deckt der Michael in seinem Adapterset ganz gut ab. Ich war hier mit dem Adapter sehr happy. Das Selbstmontieren ist auch wirklich, wirklich einfach. Ich zeige es euch trotzdem kurz. Wenn ihr so einen Adapter bei Michael kauft, dann besteht er einmal aus diesem Teil hier und verschiedenen Ringen. Diese Ringe hier oben sind einfach genau deshalb dabei, weil es eben CB09s gibt, die unterschiedlich dick sind. Das heißt, der Schritt Nummer 1 ist jetzt, dass man diese Ringe einfach einmal der Reihe nach nimmt und versucht, welchen Ring man gerade so noch drauf bekommt. Also hier ist bei mir jetzt schon schwierig, der ist ein kleines bisschen zu eng, glaube ich. Den lege ich mal zur Seite. Und ich sortiere mich jetzt hier einfach durch. Der geht relativ stramm drauf, gar nicht schlecht. Man testet einfach. Also was zu eng ist, hat natürlich keinen Sinn, auch zu eng. Und was zu locker sitzt, hat auch keinen Sinn. Also der hier ist jetzt bei mir, der wackelt sogar so ein bisschen hin und her. Der ist zu locker. Der war jetzt der, wo ich gesagt habe, ich glaube, der ist gut. Ja, ich glaube, der ist es. Und die anderen zwei waren zu eng. Das ist eben genau dem geschuldet, dass die alle ein bisschen unterschiedlich ausfallen, dass man zierlichere und dickere CB09s kaufen kann. Und man testet jetzt einfach im ersten Schritt, welcher Ring ist der, den ich gerade so drauf bekomme, der hier oben nicht schlackert, den ich aber auch nicht mit purer Gewalt hier irgendwie drauf pressen muss. Also man merkt hier schon, ne, den kriege ich nicht drauf, den kriege ich nicht drauf und der eine ist zu weit. Ah, jetzt hätte ich, doch, passt. Wollte gerade sagen, jetzt hätte ich fast Mist gemacht. Nee, besser, man prüft es nochmal nach. So, nach diesem Test kann ich das Ganze jetzt eigentlich schon zusammensetzen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal mein CB09 und stecke das von oben hier in diese breite Öffnung einmal rein. Wirklich ganz nach unten. Man hat auch gehört, dass das Ganze jetzt nochmal geklickt hat, dass es wirklich unten drin angekommen ist. Und dann setze ich hier auch diesen Ring drauf, den ich jetzt vorher ausgesucht habe. Gleiches Spiel, der muss auch wirklich ganz rein und man muss ihn möglichst gerade eigentlich einsetzen von oben, damit er möglichst wenig verkantet. Und jetzt habt ihr hier an der Seite so eine kleine, feine Madenschraube, die einfach zusätzlich nochmal euer CB09 hier innen drinne festhält, damit sich das nicht mitdreht, wenn ihr hier an der Schraube dreht. Wichtig ist, diese Madenschraube ist Metall, der Adapter drumherum ist Plastik. Das heißt, übertreibt sie jetzt beim Festdrehen nicht. Das macht man mit Gefühl. Da geht es wirklich nur darum,
das CB09 leicht zusätzlich anzuspannen. Deshalb setze ich jetzt hier auch den langen Teil von dem Werkzeug einmal ein und drehe hier oben vorsichtig an dem kürzeren Teil, wegen der Hebelwirkung, ne? Weil ich so weniger Hebelwirkung habe. Und wenn man so einen kleinen Widerstand merkt, dann merkt man schon, okay, es ist jetzt schon gut, nach dran kommt ab, ihr kennt's. Ich bin eigentlich auch so ein Fall dafür, der gern mal da zu weit dreht. Und dann fixiert man das Ganze hier oben einfach und schon ist der Einbau fertig. Wartet, ein bisschen geht noch, oder? Achtung. So. Ich glaube, so ist es ganz gut. Ja, und damit habt ihr euer CB09 dann auch schon so ummantelt, dass ihr es jetzt einmal in die Cameo einsetzen könnt. Das können wir auch gerade noch mal gemeinsam machen. Wir switchen noch mal zur Cameo. Und hier habe ich jetzt das Ganze. Ihr habt auf der Rückseite diese abgeflachte Seite. Die gehört einmal hier an die Rückseite vom Gerät. Und dann kann man das Ganze einfach leicht einsetzen und kann die Verriegelung einmal zudrücken. Und schon ist es drin. So, das wäre erstmal grob Unterschied CB09 und Automatikmesser. Wie gesagt, wenn wir hier nochmal gemeinsam schauen, gehen wir gerade nochmal zurück. Beim Automatikmesser hast du halt diese Möglichkeit, ne, die Klinge hier innen drin auszutauschen. Die gibt es da leider nicht. Das heißt, du musst, wenn du das Automatikmesser ja irgendwann mal abgenutzt hast, das komplette Teil wegwerfen und es ersetzen. Und es ist einfach so viel teurer, als wenn du nur eine frische Klinge einsetzt. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, damit ist die Frage nach dem Unterschied CB09 Automatikmesser hinreichend beantwortet und vielleicht auch die Frage, warum es total Sinn macht, aus meiner Perspektive tatsächlich das CB09 zu verwenden. Sehr schön. Michael sagt, toll erklärt. Danke, prima Michael, demnach habe ich das alles richtig gemacht. Das freut mich schon mal. Nicht, dass du das nachher dann ausbaden musst, wenn ich hier mit erzählt habe. Nee, also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Ihr könnt bei Michael entweder das kombiniert kaufen, dann baut er für euch das CB09 schon in diesen Plastikadapter ein. Unter Kosten-Nutzen-Aspekten ist das sehr sinnvoll, aber ich habe vorhin kurz mit Michael gesprochen und er hat mir tatsächlich gesagt, er ist im Moment so ein bisschen knapp, er wartet auf die Nachlieferung der CB09 Messer. Also falls jetzt irgendwer von euch überlegt, das in Kombi zu bestellen, die Kombi am besten sofort bestellen. Ansonsten, wer schon ein CB09 hat, weil er vorher mit einem älteren Silhouette-Modell geplottet hat, der kann das CB09 nehmen und kann sich einfach nur zusätzlich diesen Plastikadapter bestellen. Die druckt der Michael wunderbar mit seinem 3D-Drucker und dann könnt ihr das Ganze einmal einbauen. Ihr habt gesehen, der Einbau ist wirklich ultra einfach, also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Die Frage zum Thema, wie stellt man denn die Schnitttiefe ein? Na komm, ich erkläre es kurz grob, dann habt ihr es gehört, dann haben wir einen kurzen CB09 Rundumschlag gemacht. Ich erkläre es kurz grob. Ich habe jetzt keine Schaubilder vorbereitet, aber ich versuche es gerade unter der Kamera nochmal grob zu erklären. Und ansonsten will ich dich wirklich zu diesem Beitrag schicken. Da ist es komplett mit Bildchen und allem drum und dran erklärt, wo du nochmal zur Schnitttiefe auch gucken kannst. Ich lege euch gerade nochmal rüber. Die Tiefeneinstellung vom CB09 ist ultra simpel. Du hast hier hinten dieses Teil und wenn du daran drehst, dann kommt die Klinge hier vorne, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Dann kommt die Klinge hier vorne entsprechend weiter raus. Umso stärker ich das Ganze hier hinten rausschraube, umso weiter kommt die Klinge hier vorne raus. Und das eigentlich, was da dran so ein bisschen tricky und schwierig ist, ist, dass man, wenn man keine Erfahrung hat, die Klinge meist zu weit rausdreht. Also so stark, wie man die Klinge jetzt hier sieht, ist die viel, viel, viel zu weit ausgestellt. Wenn du das Ganze tatsächlich in der Hand hast, dann betrachte einfach mal die Klinge selbst. Die hat hier vorne diese schräge Schneide, ne? Die hat diesen Bereich, in dem sie wirklich scharf ist. Und es sollte nie mehr aus dem Messer rausschauen, als die scharfe Schnittkante vom Messer. Das heißt, sobald hier der Stiel vom Messer quasi sichtbar wird, hat man das Ganze zu weit rausgedreht. Lieber ein Stück zurückdrehen. Das ist dann so ungefähr der Maximalpunkt und man sieht, dass man nicht viel sieht. Für euer Verständnis ist eine 45-Grad-Klinge und wenn die 1 mm rausschaut, dann ist das die absolute Maximaleinstellung beim CB09. Ne, das ist mehr als das, ist definitiv zu viel und ihr seht, das ist relativ wenig. Man macht es dann aber so ein bisschen nach Gefühl. Wenn ich sage, das ist Maximalstellung, dann drehe ich es einfach nochmal so ein Stück zurück. Und dann ist meine Philosophie, dass ich den Rest tatsächlich über den Anpressdruck in der Software regel. Da können wir gerne noch mal kurz gemeinsam reinschauen. Switchen wir gerade noch mal rüber in die Software. Einmal hier.
Und zwar hast du hier rechts ja die Möglichkeit, den Anpressdruck zu regeln und ich mache den Rest dann wirklich hier über den Anpressdruck. Das heißt, ich gehe dann beim Anpressdruck, wenn ich noch keine Erfahrung habe, bin ich erstmal konservativ und stelle den mal schön runter auf von mir aus 10. Dann mache ich einen Schnitt und schaue, wie das Ergebnis ausschaut. Und dann taste ich mich einfach immer weiter und immer näher ran. So viel zur Grupperklärung. Ansonsten da bitte auch nochmal das Schaubild angucken. Dann noch die Frage zu den Klingengraden, also 45 Grad, 60 Grad und so weiter. Das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Und zwar ist es hier so, die 45 Grad Klinge ist das, was standardmäßig auch in den normalen Silhouette-Messern verbaut ist. Das heißt, mit den 45 Grad macht ihr definitiv nichts verkehrt. Und dann sagt man eigentlich, umso spitzer der Klingenwinkel, umso länger wird die Schneide. Das heißt, wenn ich ein 60 Grad Messer habe, dann schneide ich damit eher dickere Materialien. Wenn ich einen 30 Grad Messer habe, dann dünnere Sachen, also Folien zum Beispiel. Tatsächlich bin ich der Meinung, kauft einfach 45 Grad und schneidet damit alles. Alles andere macht daraus nur eine größere Wissenschaft, als es eigentlich sein muss, weil die Originalmesser, wie gesagt, die haben auch alle 45 Grad Klingen drin. Genau, 45 ist wirklich die Universalklinge. Alles andere braucht man nicht und schon gar nicht zum Anfang. Wenn man sich später ein bisschen auskennt und noch ein bisschen experimentieren will, kann man das machen, aber 45 Grad ist die Einsteigerklinge und damit geht auch alles ganz gut. Okay. Ich gehe hier jetzt gerade nochmal durch die Fragen durch, die mir markiert wurden. Cameo 5 besser als Cameo 3, schneller als Cameo 3, besser würde ich mit Fragezeichen versehen. Wie gesagt, wenn ich eine Cameo 3 habe, die gut funktioniert, würde ich vermutlich nicht umsteigen. Papier schneiden ohne Matte, tatsächlich würde ich wieder sagen, aber das ist nur meine subjektive Meinung, ohne es aktiv ausprobiert zu haben, macht gar keinen Sinn. Ich halte davon von der Idee, Papier ohne Matte zu schneiden, grundsätzlich gar nichts, weil, versucht euch mal vorzustellen, ihr schneidet Folie. Folie hat grundsätzlich immer irgendein Trägermaterial drunter. Die kommt ja mit einer Trägerfolie. Wenn ich Papier ohne Matte schneide, dann schneide ich ohne jedes Trägermaterial, weil meine Schneidematte beim Papier mein Trägermaterial ist. Wie soll das funktionieren? Also das würde ja heißen, dass ich dann so schneiden muss, dass die ganzen Teile nicht von selbst rausfallen. Und dass ich alles aktiv entgittern muss, sonst liegen ja alle kleinen Futzel in der Maschine. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Besser ist so, wie wir es jetzt gerade hier mit unseren kleinen Beispielen, mit den kleinen Kreisen gemacht haben. Lieber habe ich persönlich eine Matte, die von der Klebrigkeit her top eingestellt ist, die ich mit einmal Trapezspachtel drüber schaben sofort wieder sauber gemacht habe und wo alle kleinen Reste auf der Matte bleiben, wo ich nichts irgendwie von Hand entgittern muss. So. Okay. Was haben wir noch? Welche Software ich besser finde? Tatsächlich gibt es da nur eine ehrliche Antwort. Welche Software ich besser finde, ist im Moment noch, ich sage bewusst noch, Silhouette Studio. Die machen das halt schon seit Jahren. Ich finde, es hat sich in der letzten Zeit nichts Weltbewegendes mehr in Silhouette Studio getan, aber für den Standardanwender, wenn ich mir selbst auch ein bisschen was anpassen will, finde ich aktuell noch Silhouette Studio besser. Tatsächlich kann man aber auch Sachen, die man in Silhouette Studio erstellt hat, wenn man die Business Edition hat und als SVG speichern kann, rüberbringen ins Leonardo Design Studio und kann da dann weiterarbeiten. Okay. Dann habe ich noch eine Frage eigentlich zur Juliette. Da muss man bei der Juliette nur einmal das Messer einstellen, auf Kreditkartendicke und dann so lassen. Ja, tatsächlich. Also bei der Juliette wird es mit der Messereinstellung so empfohlen, wie ich es gerade eigentlich fürs CB09 auch gesagt habe. Man stellt die Klingentiefe einmal auf so einen Sweet Spot ein, wo man sagt, da ist er auf keinen Fall zu weit rausgedreht, die Klingentiefe ist gut und den Rest macht man über den Anpressdruck. Und bei Caesar, bei der Juliette, wird das halt offiziell auch als Empfehlung für das Messer so kommuniziert. Ricarda hat gefragt, ob die Juliette auf jeden Fall bleibt. Auf jeden Fall. Über die Juliette gibt es keine Diskussion, die bleibt auf jeden Fall. Tatsächlich, seit ich die hier angeschlossen habe, nach meinem Test im Livestream, ich habe fast nur noch damit geplottet. Sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist, weil sie so extrem schnell ist. Ich erstelle meine Designs ja sowieso in Adobe Illustrator. Ich erstelle die in der Regel nicht in Silhouette Studio, sondern in Illustrator. Bringe dann die Dateien nur in die Software, um sie dort dann tatsächlich eben auch zu schneiden und zu zeichnen oder einfach nur zu schneiden. Und das kann ich in dem Designstudio von Leonardo perfekt. Da habe ich keinen großen Akt mit der Vorbereitung.
Dieses ganze Mattenhandling war für mich am Anfang eine Umgewöhnung, weil die Matte in Ruhe ja hinten aus der Juliette rauskommt. Aber ihr seht, ich habe meinen Arbeitsplatz schon daran angepasst und habe mich inzwischen total damit angefreundet. Also die Juliette bleibt auf jeden Fall. Bearbeiten in Silhouette und Schneiden mit der Juliette funktioniert. Das funktioniert, weil du eben in Silhouette Studio SVG-Dateien speichern kannst. Achtung, immer vorausgesetzt, du hast die sogenannte Business Edition. Dann kannst du eine SVG-Datei speichern und Leonardo Design Studio versteht SVG als Dateiformat. Das kannst du dort öffnen und kannst dann entsprechend das Ganze da verwenden. Lohnt es sich, von der Cameo 2 zu wechseln auf die 5? Ehrlich, ähnliche Antwort wie bei der Cameo 3. Die Cameo 5 ist definitiv deutlich schneller als die Cameo 2, ohne dass ich das jetzt genau nachgemessen habe, aber das ist Fakt, das wird definitiv so sein. Wenn du sagst, du willst auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit, dann ja. Ansonsten sage ich dir ehrlich, wie es ist, wenn meine Cameo 5 jetzt wirklich zurückgeht, dann wird da wahrscheinlich wieder meine Cameo 2 stehen, weil die habe ich vorher hier die ganze Zeit verwendet. Also ich würde es mit einem Fragezeichen versehen. Es kommt halt darauf an, wie wichtig für dich Geschwindigkeit ist. Sie ist auf jeden Fall schneller, aber ich würde sonst nicht unbedingt sagen, dass sie besser ist. Das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Okay. Das CB09 passt aber nicht zur Juliette. Nein, das passt nicht auf die Juliette, kann ich aber auch gerade noch mal was dazu sagen, damit ihr da mal seht, die Juliette ist ja in der Anschaffung teurer als die Cameo 5. Gar keine Frage. Also da liegen ja schon noch mal ein paar Euro dazwischen. Aber die Juliette kommt direkt mit einem Messer mit Wechselklingenfunktion. Das heißt, da brauche ich dieses Ganze. Ich muss mir drumherum irgendwie mein Messer passend machen, das ich bei der Cameo 5 für das CB09 eben habe. Das ganze Thema fällt bei der Juliette komplett weg. Zeige ich euch gerade mal noch, weil die nämlich direkt mit einem Messer kommt, wo ich Wechselklingen einsetzen kann. So, das hier ist mein Messer aus der Juliette und ihr seht, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Wenn ich hier hinten drauf drücke, dann wirft er mir hier nach vorne das Messer aus. Das Messer ist sehr ähnlich wie das, was man vom CB09 kennt. Das heißt, auch hier habe ich eine Klinge, die ich rausnehmen kann. Hier hinten der Stiel ist dicker. Deshalb kann man auch nicht einfach, ich kann euch die einfach mal nebeneinander legen, damit ihr den Unterschied seht. Also ihr könnt nicht einfach die CB09 Klingen im Juliette Messer verwenden. Das funktioniert nicht. Sieht man jetzt gleich, dass die Maße da einfach, ne, dass das andere Maße sind. Hier das dicke hier unten ist das Juliette, ist die Juliette Klinge und das hier ist die CB09 Klinge. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier direkt ein Messer mit einem Wechselklingensystem. Ich muss ja auch nichts aufschrauben. Ich kann hier meine Klinge einfach wieder reinfallen lassen. Und hier funktioniert die Tiefeneinstellung über diese Rädchen hier oben. Das heißt, wenn ich hier bei der Juliette das Ganze einstellen will, kann ich hier einmal den goldenen Ring locker schrauben. Dann kann ich an dem silbernen Ring drehen, um mein Messer weiter raus oder weiter reinzuschrauben. Und dann wird die Einstellung mit dem goldenen Ring wieder gesichert und das war's. Ein Plus, dass man bei der Juliette direkt mit so einem Messer startet, weil es eben ein sehr massiver Werkzeughalter, ein Messerhalter letzten ist mit Wechselklingenfunktion. Diese Wechselklingenmöglichkeit muss ich mir halt bei der Cameo erst noch über ein alternatives Messer letzten Endes erkaufen. Gut. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier einigermaßen up-to-date bin. Ich glaube, so die markierten Fragen habe ich jetzt aktuell alle einmal durch. Und es ist jetzt fast schon eine Stunde Stream. Wir machen jetzt noch was ich auch noch nie gemacht habe, was wahrscheinlich auch nicht funktioniert, aber ist egal. Wir testen das jetzt gleich mal. Es gibt jetzt, Achtung, haltet euch fest, eine Werbeunterbrechung. Ihr erinnert euch, im letzten Livestream haben wir tatsächlich das auch schon gehabt, aber da hat irgendwie YouTube ständig zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Leute unterschiedlich Werbung ausgespielt. Was echt suboptimal war, weil ihr dann auch nicht mehr live im Stream dabei wart. Deshalb dachte ich, wir probieren das jetzt diesmal mal anders. Ich kündige euch das an und versuche das manuell zu triggern. Das heißt, es gibt jetzt gleich 1 Minute Werbeunterbrechung, sofern das hier funktioniert. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Und ich bin dann in 1 Minute zurück. Das heißt, ihr könnt euch jetzt 1 Minute lang strecken. Ich kann was trinken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich versuche noch eure restlichen Fragen zu beantworten und auch die Fragen, die mich über Instagram erreicht haben. Da gehen wir dann gleich am Handy auch einfach noch mal so ein bisschen durch und schauen mal. Ja, Achtung! Werbepause jetzt.
Entschuldigung, ich muss so lachen. Das ist mit der Werbepause hat irgendwie nur so minimal gar nicht geklappt, keine Ahnung. Ihr habt auf jeden Fall einen Black Screen gesehen, so viel dürfte schon mal funktioniert haben, aber keine Werbung, oder? Egal. Schade, weil dann müsste ich nicht im Nachhinein immer noch basteln, wo die richtigen Stellen für die Werbung sind. Genau, ihr könnt die dann einfach überspringen, also nur für euer Verständnis. Die Idee war, es euch so leicht wie möglich zu machen und mir auch, weil ich es letzte Woche echt doof fand, dass jeder zu einem anderen Zeitpunkt Werbung hatte und dann ich halt nicht mehr live im Stream dabei war. Fand ich irgendwie schwachsinnig. Christina sagt, sie hatte Werbung. Siehst du, Einzelne hatten auch Werbung. Ja, ne, keine Ahnung. Ich arbeite dran. Ja, es gab sogar 2 Werbungen, also es ist sehr witzig. Das ist mal wieder sehr witzig mit der ganzen Technik. Immerhin, und alle, die keine Werbung hatten, hatten Blackscreen und haben mich nicht Kaffee trinken sehen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Sorry dafür, aber ne, irgendwie durch die Werbung habe ich dann auch was davon, beziehungsweise es ist ja sowieso so, dass YouTube sich erlaubt, deinen Content zu kommerzialisieren. Das heißt, die spielen auch Werbung ein, wenn man selbst nicht nichts davon hat. Ich lese gerade Adblocker regelt, ja genau. Und so, mit offizieller Werbung habe ich zumindest auch eine Kleinigkeit davon. So. Ja, und dann kommt es auch immer noch drauf an, diejenigen von euch, die YouTube Premium haben, die haben sowieso, die kriegen wahrscheinlich eh keine Werbung angezeigt. Aber ich dachte, es macht überhaupt gar keinen Sinn, den Blackscreen nicht zu schalten, weil sonst haben halt wieder 10 Leute Werbung und der ganze Rest bleibt live im Stream. Ja, ja, ich und meine Technikspielereien. Auch dieses 2-Kamera-Setup. Hier hinter mir hängen jetzt 2 Kameras. Das ist, ne, damit wir diesen Splitscreen hier machen können. Weil die gleiche Kamera kann ja nicht gleichzeitig die eine Seite filmen und die andere Seite filmen. Funktioniert schlecht. Deshalb habe ich heute extra noch eine zweite Kamera montiert. Aber ich hatte kein neues USB-Kabel mehr und das ist auch alles noch nicht so ganz ideal. Aber es kommt. So, es wird. Ich entwickle mich weiter. In jedem Stream wird wieder irgendeine Kleinigkeit ausprobiert. Meine Kopfhörer, die heute eigentlich mein Monitoring machen sollten, sind zwischenzeitlich abgeschmiert. Wir machen uns nichts draus. Wir machen einfach munter weiter. Mein Mann hat zu Recht gesagt zum Thema Werbung, Achtung nochmal Eigenwerbung, falls ihr das noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall jetzt mal einen Daumen hier am Video und sagt auch zumindest mal Hallo. Alle, die sonst eigentlich immer nur schüchtern mitgucken, sagt einfach mal Hallo in den Kommentaren, lasst gerne einen Daumen da. Wer das noch nicht gemacht hat, abonniert gerne mal den YouTube-Kanal, heute kann ich das so sagen, weil wir sind heute nur auf YouTube live, damit ihr es in Zukunft mitbekommt, wenn wir live sind. So, ne? Ja, muss auch sein. Werbung in eigener Sache, damit hier wir in Zukunft umso mehr, umso besser hier gemeinsam Spaß haben im Stream. Okay. Ja, ich lese auch Jane, die direkt bei mir fleißig gekauft hat, damit sie schön üben kann. Sehr gut, Jane. So wünscht man sich das. Seht ihr, ich habe nämlich heute noch gar nicht irgendwie großartig Werbung für eigene Dateien gemacht. Eigentlich wollte ich es schaffen, die Tunnelkarte vorher fertig zu haben. Vergesst es, es hat einfach Stunden gedauert, diese Kamera zu montieren. Deshalb kommt die neue Tunnelkarte dann wahrscheinlich morgen in den Shop. So. Ich wollte noch Kommentare lesen, das muss ich jetzt auch gerade noch schnell mit euch zusammen machen. Ich gucke jetzt noch einmal, ob meine Admins hier noch irgendwas markiert haben, was ich noch nicht beantwortet habe. Ich glaube, da bin ich auf Stand. Und jetzt gucke ich noch mal ganz kurz, was hier noch auf dem Handy eingeflattert ist, damit ich nichts vergesse. Weil ich habe es schon angedeutet und nach dem Ergebnis heute bleibe ich wahrscheinlich auch dabei. Es wird darauf rauslaufen, dass die Cameo 5 zurückgeht. Ich fürchte es wirklich. Warum? Muss ich vielleicht auch einfach noch mal ganz ehrlich sagen. Man braucht keine 5 Plotter. Man hat sie zwar gerne, aber ich brauche einen Plotter, für mich einfach aus Anwenderperspektive. Für mich ist es wichtig, dass ich einen Plotter habe, der zuverlässig, sofort, ordentlich schneidet, der möglichst schnell ist, der möglichst leise ist, der möglichst unkompliziert ist. Also wird es jetzt aktuell, nach dem aktuellen Stand, wird es hier hinter mir die Juliette, weil das der Plotter ist, den ich in den letzten Tagen am meisten benutzt habe. Ich liebe dieses Teil, er ist super schnell. Ihr habt es vorhin gesehen, er war schneller als die Cameo 5. Und, Achtung, das muss ich vielleicht auch technisch noch dazu sagen, ich habe bei der Juliette halt noch Luft nach oben. Ich bin hier bei Anpressdruck 45 von, wir gucken noch mal gemeinsam in die Software, wartet. Ich mache hier gerade Leonardo Design Studio noch mal auf und switch euch noch mal. Ich bin bei Andruck 45 für meinen Bastelkarton von 160, also nur mal so für euer Gefühl. Da geht im Andruck, geht dann nach oben noch viel, viel, viel mehr. Und bei der Cameo können wir auch gerade noch mal rüber gucken.
war ich halt einfach vorhin, ihr erinnert euch, auf maximalem Andruck unterwegs, um dieses Ergebnis zu bekommen. Und deshalb, da bin ich am Limit. Ne? Und wenn ich mit diesem einen Durchgang dann kein schönes Ergebnis kriege oder kein so schönes Ergebnis, wie ich es mir wünsche, dann muss ich halt doch wieder den zweiten Durchgang fahren. Und wie viel langsamer die Cameo 5 ist, wenn ich dann wirklich wieder 2 Durchgänge brauche für wirklich tolle Ergebnisse, die ich bei der Juliette einfach in einem Durchgang kriege, das könnt ihr euch selbst ausrechnen. Also sie war jetzt ja schon bei einem Durchgang schneller und in meinem Kopf ist es so, es war jahrelang so, es war bei den alten Cameos immer so, ich habe immer 2 Durchgänge geschnitten, weil ich einfach niemand bin, der im Endeffekt noch gerne irgendwo einzelne Futzel aus dem Schnittergebnis rauspopelt. Ne? Das mache ich einfach nicht gerne. Und ich fürchte, dass das bei der Cameo 5 auf die Dauer auch so sein wird, dass ich dann wieder mit 2 Durchgängen unterwegs wäre, weil die ist vom Anpressdruck her auf dem linken Werkzeughalter noch genauso wie die Vorgänger. Und genau das will ich nicht. Also entsprechend, das ist der Grund, weshalb ich sage, ich werde regelmäßig dann mit meiner Juliette plotten. Keine Sorge, ich kenne mich mit den Silhouette-Geräten trotzdem noch aus. Ich werde hier meine Cameo 2 oder meine Cameo 3 wieder anschließen. Das macht gar keinen Unterschied, weil ich kann ja trotzdem die Silhouette-Software verwenden und die ganzen Silhouette-Funktionen halt nicht die Power-Tools. Aber ich brauche auch keine Power-Tools in dem Fall. Wenn ich was machen will mit mehr Druck, nehme ich die Juliette, weil die kann das halt direkt. So. Okay. Gut. So viel dazu. Ich hoffe, ihr nehmt mir das ab und segnet es ab. Ich weiß, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich wünschen, die Cameo 5 bliebe und es käme noch mehr Content zur Cameo 5, aber es sieht erstmal nicht danach aus. Okay, diverse Fragen, die ich hier gekriegt habe. Ricarda war schon hier. Ricarda, du hattest auch auf Instagram geschrieben, ja, keine Sorge, ich habe es vorhin schon gesagt, die Juliette bleibt auf jeden Fall. So. Lohnt sich der Kauf, wenn man eine Cameo 3 hat, habe ich eigentlich schon beantwortet. Meiner Meinung nach, wenn du deine Cameo 3 funktioniert, nein. Die Kreise, danach hatte die Suse von Mama Sachen vorhin gefragt, die haben wir verglichen. Ihr habt die Ergebnisse selbst gesehen, da dürft ihr selbst euren Favoriten auswählen. Am besten hätte ich da einfach nichts sagen sollen, welche Kreise mir besser gefallen. Aber ihr kennt mich, ich kann da immer nicht an mich halten. Ah ja. Stiftehalter links mit Einstellungen im Silhouette-Programm war noch eine Frage zur Cameo 5. Die kann ich gerne noch direkt beantworten. Warte, das machen wir gemeinsam in der Software. Das ist nämlich relativ easy. Ich habe jetzt hier aktuell die Cameo 5 noch verbunden und kann insofern das hier ganz kurz zeigen. Man kann hier im linken Werkzeughalter einen Stiftehalter verwenden. Ich habe hier gerade eine selbst angelegte Einstellung. Müssen wir jetzt einfach erstmal reingucken. Weiß ich selber nicht, ob ich hier schon eine Skizzenaktion habe ich hier schon drin. Ich kann hier also links auf Skizze stellen und dann switcht das Werkzeug hier auch mit auf Stift. Und dann kann ich hier mit dem linken Werkzeughalter bei der Cameo 5 auch zeichnen. Funktioniert mit dem Original-Stiftehalter, kann ich euch auch gerade noch mal ganz kurz zeigen, dann haben wir es vollständig. Gehen wir gerade noch mal zur Cameo rüber. Das wäre dieser hier, das ist der Original-Stiftehalter zur Cameo 4 und 5, das ist wieder der gleiche, kann ich euch auch gleich noch mal unter der anderen Kamera zeigen. Und der wird dann einfach hier im Werkzeughalter 1 eingesetzt. Der geht auch nur in diesen einen Werkzeughalter rein. Aufgrund der Nasen, die der hier hinten hat, könnt ihr den hier in die 2 gar nicht einsetzen. Nur zur Info, weil ich vorhin gesagt habe, man kann theoretisch auch mit der 2 zeichnen. Das geht aber nur, wenn man eine Stiftehalter-Alternative hat, weil der Original-Stiftehalter passt nur in den Werkzeughalter Nummer 1 rein. Ja. Wir gucken uns das gerade mal gemeinsam unter der anderen Kamera an. Das hier ist dieser Original-Werkzeughalter von Silhouette. Und da gibt es verschiedene Schraubeinsätze dazu. Die hole ich gerade einmal aus der Schublade. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel einen Gelstift. Ich zeichne immer sehr gern mit den Gelstiften. Und mit diesem Stiftehalter funktioniert es dann so, dass man einfach einmal durchschaut, welchen Ring man verwenden kann. Die sind auch markiert. Der blaue ist gekennzeichnet mit S wie Small, also klein. Der weiße ist gekennzeichnet mit einem M wie Medium, also mittelgroß. Und der graue ist L wie Large oder groß. So, und dann probiert man einfach, wo kriege ich meinen Stift durch. Das wäre bei mir hier M. Und kann das Ganze dann hier reinstecken und hier einmal festschrauben. Was hier noch ein bisschen eine Zusatzherausforderung ist, ist, dass man hier mit der Minentiefe immer selber ein bisschen rausfinden muss,
wo das Ganze im Idealfall sitzen sollte. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist, dass man das jetzt einfach komplett einmal in die Cameo einsetzt. Das kann ich hier auch gerade noch mal zeigen. Und das quasi hier oben noch locker lässt. Das heißt, man spannt den Stift noch gar nicht fest ein, sondern nur den Stifthalter und legt jetzt hier seitlich oder von hinten was unter die Stiftspitze drunter. Früher hat man da zum Beispiel eine alte CD verwendet oder so ein Eisstiel, einfach damit man unten einen gewissen Mindestfreiraum kriegt. Das ist eine Möglichkeit, hier die Tiefe einzustellen. Die andere Möglichkeit, können wir vielleicht gerade noch mal gemeinsam rüber switchen. Die würde ich gerne hier noch mal kurz erklären. Ich mache das eigentlich tatsächlich eher so, dass ich den Stift wirklich auf Anschlag hier reinstecke, damit er hier unten auch einen Berührpunkt hat, den hier in der Position festschraube. Und dann setze ich lieber den Stift nicht ganz tief in den Halter ein. Kann ich hier gerade noch mal versuchen zu zeigen. Gehen wir gerade noch mal bei der Cameo wirklich auf den Werkzeughalter drauf, wenn das klappt. Ja, das hat geklappt. Das heißt, eigentlich setzt man das Werkzeug ja immer bis zum Anschlag nach unten in den Halter. Das ist aber kein Muss, auch wenn es hier diese Einhängenasen gibt. Man kann einfach das Ganze so ein Stückchen nach oben ziehen und kann auch in diese nach oben gezogene Position das Ganze verriegeln. Das hält nämlich trotzdem. Und auch so kann ich mir unten zusätzlich Luft verschaffen, damit die Mine nicht zu tief im Gerät sitzt und trotzdem ich hier unten quasi diesen schönen Fixpunkt an der Spitze von meinem Stiftehalter habe. Okay, damit habe ich hoffentlich diese Online-Frage ordentlich beantwortet zum Thema Stiftehalter. Und eine weitere Frage war, ich glaube, das habe ich aber vorhin schon kurz gesagt, ob ich weiß, wann dieses Zubehör kommt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, obwohl ich versucht habe, in Erfahrung zu bringen, wann die speziellen Werkzeuge für die Cameo 5 kommen sollen. Das spezielle Folierungswerkzeug, ne, für den zweiten Werkzeughalter, aber meines Wissens gibt es da noch keine festen Termine. Das heißt, das wird dauern. Okay, lasst mich gerade noch mal gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Danke übrigens an alle, die einfach vorhin Hallo reingeschrieben haben. Ich habe euch nicht überlesen, ich habe das gesehen. Und es hat mich gefreut, dass das funktioniert hat, dass ihr auf meine Bitte hin auch tatsächlich Hallo gesagt habt. Noch eine Frage, nämlich zu dem elektrostatischen Bett für die Cameo 5. Ihr ahnt es, ihr seht es, ich habe die Cameo 5 hier, aber ich habe kein elektrostatisches Bett hier. Ich werde mir das aber auch niemals freiwillig bestellen. Warum? Für die es nicht mitbekommen haben, ich habe die Curio 2 seinerzeit getestet. Dieser Test war ultra ernüchternd. Also das Ergebnis war wirklich eine Katastrophe. Ich habe mich gequält und das Ergebnis war nichts. Warum bringe ich die Curio 2 hier ins Spiel? Weil die Curio 2 selbst eine Art Flachbettplotter ist, der aber komplett ein elektrostatisches Bett hat. Und dieses elektrostatische Bett hat für meine Zwecke gar nichts getaugt. Ich finde, man muss sich da auch immer fragen, was ist der Anwendungsbereich? Wenn ihr Folie plottet, könnt ihr in fast jedem Gerät heutzutage sowieso ohne Matte schneiden. Warum? Weil die Folie sowieso auf ihrem Träger in der Regel geschnitten wird, ne? Weil wir immer irgendwie eine Trägerfolie haben oder fast immer zumindest. Wenn ihr Papier plottet, braucht ihr meiner Meinung nach eine Matte. So, jetzt war meine Idee auch schön, ich muss nicht mehr immer wieder meine Matte auffrischen, ich nehme dieses elektrostatische Bett und habe nicht mehr diesen ganzen Kampf, dass die Matte ordentlich von der Klebrigkeit her eingestellt ist und. Für das Papier, das ich in der Regel schneide, Bastelkarton 220 Gramm, haftet die Matte nicht stark genug. Das heißt, ich musste zusätzlich das Papier immer noch irgendwo festkleben mit Klebestreifen und war ultra abgenervt davon und unzufrieden damit, weil wofür soll ich diese elektrostatische Betttechnologie verwenden, wenn das für mein Papier nicht funktioniert. Das heißt, der Fall, für den das immer so ein bisschen proklamiert wird, ist hauchdünnes Papier, das man angeblich nicht von der Matte ablösen kann, ohne dass es reißt. Das heißt, man muss sich bei diesem ganzen elektrostatischen Bettthema scheinbar fragen, will ich regelmäßig Papier schneiden, das dünner ist als Kopierpapier, weil es für mich keinen anderen sinnvollen Anwendungsbereich für diese spezielle Mattentechnologie gibt. Weil sonst seid ihr einfach mit einer klebrigen Matte besser bedient, weil da die Teile auch nicht dann irgendwo lose rumflattern, sondern sie bleiben halt auf der Matte, bis man sie wirklich aktiv entfernt. Und das ist auch was wert, weil man kann sie, wie gesagt, mit dem Spachtel einfach abschaben. Grau ist alle Theorie, machen wir einfach einmal kurz gemeinsam, dann seht ihr, was ich meine. Und dann ist die Matte ruckzuck wieder sauber. Achtung, wir kehren hier einfach alles einmal zur Seite. Also für mich
ist es einfach kein Ersatz für eine ordentlich klebrige Matte. Und da ist es egal, ob ich jetzt hier die Juliet-Matte nehme oder ob ich die Silhouette-Matte nehme. Die behandle ich alle irgendwie gleich. Hier seht ihr es jetzt ein bisschen schlechter. Hier ist mein Spachtel, Trapezspachtel. Einfach einmal drüber, um die ganzen kleinen Pünktchen, Kringelchen abzulösen. Und die haue ich jetzt komplett so einmal in die Papiertonne. Gehe noch einmal drüber, dass auch alles weg ist, was ich vielleicht vergessen habe. Und schon ist meine Matte wieder sauber. Also da sehe ich nicht, wo da der große Vorteil sein soll, wenn ich irgendwas Elektrostatisches verwende. So, auch hier. Machen wir das Papier einmal runter. Wundert euch hier bitte nicht, weil diese Matte, die ist frisch aufgefrischt. Das heißt, die klebt noch ultra gut. Und auch da. So. Und das geht mit diesen kleinen Kreisteilen genauso, wie es mit irgendwelchen anderen Papierresten geht. Also ich hatte mich sehr auf diese elektrostatische Matte gefreut, aber wie gesagt, wenn ich da dann trotzdem immer noch mein Papier zusätzlich fixieren muss, sich dann einzelne Teile beim Schneiden trotzdem lösen, dann sehe ich persönlich da drin nicht besonders viel Sinn. Okay. Ich habe noch eine Frage gelesen und zwar hat die Yvonne gefragt, ob jemand einen Tipp hat, warum beim Laptop Silhouette immer so hängt. Sie kann im Moment kein Projekt machen. Yvonne, eine Frage wäre, ist dein Laptop vielleicht schon alt? Das kann durchaus eine Rolle spielen. Oder bist du vielleicht zufällig auf dem neuesten Mac-Betriebssystem? Auch da gibt es aktuell Schwierigkeiten. Einfach mal, kannst du ja vielleicht einfach nochmal in die Kommentare schreiben. So, dann die Frage nach dem Spachtel, da würde ich gerne noch mal gerade meine Admins bemühen. Ich habe nicht so weit gedacht, dass wir den heute vielleicht benutzen. Er ist auf jeden Fall in meinen Materialtipps verlinkt. Das ist einfach ein Trapezspachtel. Ich wurde neulich auch gefragt. Er ist 18 cm breit und super zur Matte sauber machen. Ich habe früher tatsächlich erst mit einem Geodreieck die Matte sauber gemacht, hatte zwischenzeitlich einen anderen Spachtel im Einsatz. Was an dem Spachtel, also an so einem richtigen Metallspachtel, super praktisch ist, ist, dass ihr die Matte dabei gleichzeitig so ein bisschen glättet. Weil wenn man viel auf der Matte schneidet und sich, ja vor allem viel Papier, so wie ich, dann kriegt die Matte mit der Zeit so kleine Unebenheiten, weil das Messer ja doch immer so kleine Rillen halt in der Matte hinterlässt. Und wenn ich das Ganze mit dem Spachtel sauber mache, den benutze ich auch, wenn ich die Matte mal so richtig sauber mache, auch mit Wasser, dann ziehe ich dabei auch automatisch mein vielleicht ein bisschen wellig gewordenes, irgendwo aufgeworfenes Material von der Matte wieder glatt. Ich verwende meine Matten sehr lang. Ich habe in den Silhouette-Geräten ja immer meine Selbstbaumatten im Einsatz. Bei der Juliette arbeite ich im Moment immer noch mit den Originalmatten, die tun es aber auch noch. Ne? Da weiß ich noch nicht, wie ich verfahre, wenn ich da wirklich mal eine neue brauche. Ich habe bei den Silhouette-Geräten meine Selbstbaumatten lieben gelernt. Kann gut sein, dass ich in die Juliette dann auch eine Selbstbaumatte reinstecke. Ja, Nadine schreibt, cooler als Plastik. Definitiv. Man muss nur ein bisschen aufpassen, ne, wenn ihr so wild seid wie ich manchmal, wenn man es zu eilig hat. Diese Ecken von dem Spachtel, die sind schon spitz, dass man die sich nicht irgendwo reinhaut. Habe ich auch schon geschafft. Sage ich gerade noch mal dazu. Gut. Ihr Lieben, ich glaube, ich habe eigentlich so eure Fragen soweit ganz gut beantwortet, oder? Ich gucke hier noch mal ganz kurz durch, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich bin ganz stolz auf mich. Das hieß nämlich, dass ich heute mal mein Zeitlimit halte, trotz der Technikprobleme, trotz der Kamera, auf der man mal wieder nichts gesehen hat. Doch immer wieder spannend. Ja, ich lese jetzt gerade auch hier noch mal die Antwort zum Betriebssystem. Also auch eigentlich noch nicht ultra alt. Relativ aktuell, warte, ich scroll gerade nochmal, das heißt relativ aktuell, 5 Jahre alt. 5 Jahre alt ist kein Grund, warum das Ganze nicht funktionieren sollte. Weil, Yvonne, ich stehe hier auch an einem PC, der ist 6 Jahre alt und auch ein Windows 10 Betriebssystem. Das sollte es also eigentlich nicht sein. Check aber bitte mal deine Silhouette-Software-Version, das wäre auch noch ganz spannend. Und sonst schreibt mir, Yvonne, auch gerne einfach nochmal eine E-Mail, da können wir nach dem Live einfach auch nochmal im Kontakt bleiben, um das wieder zum Laufen zu kriegen, weil es ist ja super doof, wenn man irgendwie keinen funktionierenden Plotter aktuell hat. Das wäre echt ärgerlich sozusagen. Gut, Achtung, bevor ich mich jetzt verabschiede und irgendwas vergessen habe, gucke ich hier nochmal durch. Ich hatte hier noch eine Frage, wie schneidet man dickes Leder mit der Cameo 5? Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich würde jetzt bei Leder sagen, das wird mit dem Schleppmesser wird das nix. Du bräuchtest ein Spezialwerkzeug auf jeden Fall, um irgendwie hier überhaupt durchzukommen.
gefühlt wäre wahrscheinlich am ehesten auch sowas wie ein Rollschneider geeignet, aber ich habe noch nie dickes Leder mit irgendeinem Plotter geschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen, müsste man sich einfach nochmal angucken. Sonja fragt, ob ich auch Videos für Papieranfänger habe. Sonja, ich versuche euch immer mal wieder so ein bisschen mitzunehmen. Ich mache das mit den Streams hier in der Form noch gar nicht so unheimlich lange. Ich gebe auch Kurse, manchmal, vielleicht nächstes Jahr wieder, wo ich die ganzen Silhouette Basics tatsächlich erkläre. Ich habe das eigentlich immer in Silhouette gemacht, weil ich eigentlich seit Jahren immer Silhouette Plotter verwendet habe. Deshalb will es schon viel heißen, dass ich tatsächlich hier langfristig jetzt, so wie es aussieht, auf die Juliette umsteige und eben wahrscheinlich nicht mit der Cameo 5 weitergehe. Es war heute nur eine Momentaufnahme. Wir haben nur einmal Kreise im Vergleich geschnitten. Das können wir eigentlich gerade noch mal machen. Oder wir haben noch 10 Minuten. Das schaffen die Plotter locker. Wir machen das noch mal an und starten diesmal erst die Juliette und nein, andersrum. Erst die Cameo und dann die Juliette und gucken noch mal Ergebnisse. Einfach, dass ihr es noch mal gesehen habt. Es will also viel heißen, dass ich jetzt mit der Juliette weitergehe. Aber ich sage es auch hier noch mal. Das wird in Zukunft trotzdem funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die Juliette-Software sich so rasant entwickelt, dass man jetzt gleich einen Haken an die Silhouette-Software machen kann. Das wird nicht passieren. Also ich glaube, da muss man ganz ehrlich mit sich selber sein. Wartet, ich lese hier gerade nochmal eure Kommentare. Ja, Petra fragt gerade, ob sie für die Cameo 5 in der Software alles neu eingeben muss, obwohl sie bei der Cameo 4 das CB09 Messer hatte. Ja, Petra, ich fürchte ja, weil, das können wir uns gerade nochmal angucken, das ist eine sehr gute Frage, bevor wir irgendwas wiederholen, gucken wir doch da nochmal rein. Wenn du hier in der Silhouette Software irgendwelche Einstellungen vornehmen willst, können wir jetzt ja hier einfach mal machen. Gehen wir mal hier auf Mehr. Oh, ihr seht, dass ihr nichts seht. Ich glaube, ich quäle ihn gerade. Wir gehen einfach nochmal neu zum Senden. Ja, ich wollte es dir gerne zeigen, aber aus irgendeinem Grund wird es hier gerade nichts. Sonst mache ich jetzt einfach gerade schnell Silhouette nochmal zu. Warte, ich probiere es gerade nochmal neu. Nee, ihr seht es hoffentlich hier, was ich gerade für ein Kauderwelsch in der rechten Seite angezeigt bekomme. Ich mache Silhouette einfach mal zu und starte es mal neu. Ich glaube, dass ich ich ärgere meinen PC gerade ein bisschen. Ihr habt es jetzt ja schon auf einem Ohr gehört. Ich bin halt hier auch auf einem PC, der einfach 6 Jahre alt ist. Ich bin auf den geswitcht, unter anderem wegen diesem ganzen Thema mit den 2 Kameras. Das habe ich dem Michael heute schon kurz am Telefon erzählt. Ich habe bis vor kurzem meine Streams mit euch auf einem Mac gemacht und nicht auf dem Windows-PC. Und habe aber, weil die Kameras echt kompatibler sind, jetzt hier gerade ganz frisch zum Windows-PC gewechselt. Und der ist halt alt. Und da muss ich jetzt gerade erst ein bisschen Upgrade machen. Da geht es morgen weiter übrigens. Morgen kommen RAM-Riegel, neue Grafikkarte. Morgen wird am Plotter weiter gebastelt. Okay, jetzt siehst du schon, Petra, eine Sache, wo es ganz praktisch ist, dass er das mal zeigt, weil das könnte euch auch passieren. Und zwar siehst du, dass er mir hier oben das Material anzeigt, mein selbst erstelltes Material, Bastelkarton 220, Aktion, Auto, keine Aktion, Werkzeug, kein Werkzeug erkannt. So, es ist im Moment auch kein Werkzeug drin, aber er wird euch auch kein Werkzeug erkannt anzeigen, wenn ihr das CB09 einsetzt, weil das ja keine Erkennungsmöglichkeit für den Plotter hat. So, du kannst dann hier Einstellung nicht gefunden, sagt er, einfach auf Mehr gehen. Und hier unten fragt er jetzt ab, für welches Gerät du Einstellungen vornehmen willst. Und genau zu diesem Dialog wollte ich mit dir gern hin. Du kannst nämlich hier entweder sagen, es geht um eine Cameo 5 oder eine Porträt 4. Also Geräte der neuesten Generation. Curio 2 hat ganz eigene Settings. Und dann habe ich hier Einstellungen für die Cameo 4 Serie und Porträt 3. Langer Rede, kurzer Sinn. Du wirst hier sagen müssen, ja, ich bin jetzt auf der Cameo 5. Und ich möchte jetzt für diese Cameo 5 hier entsprechend Einstellungen vornehmen. Das ist der Platz, wo du das findest. Genau, du schreibst gerade, genauso sieht es bei dir auch aus. Und dann wählst du hier einfach die Cameo 5. Und an und für sich sollte er dir eigentlich den Anpressdruck, die Geschwindigkeit und so weiter aus den Legacy, also aus den alten Einstellungen übernehmen. Und du kannst die dann hier für die Cameo 5 entsprechend auch nehmen und kannst es speichern. Falls bei dir wie bei mir hier das Speichern ausgegraut sein sollte, dann liegt es daran, dass ich hier noch keine Werte verändert habe. Dieses Speichern taucht erst dann auf, wenn man in den Werten tatsächlich auch was verändert. Und wenn man selbst eine Schneidereinstellung anlegt, hat man hier übrigens auch die Möglichkeit, die Skizzenaktion dazu zu machen. Ich schmeiße die einfach nochmal raus. Man geht einfach hier rechts oben auf dieses kleine Plus und jetzt kannst du hier die Skizzenaktion hinzufügen. Und hier kann man jetzt einfach auch wieder Anpressdruck, Geschwindigkeit und so weiter für die Skizzenaktion festlegen.
und kann das dann entsprechend speichern. Also falls ihr eine selbst angelegte Einstellung habt und ihr wollt zusätzlich eine Zeichenoption schaffen, dann geht es hier über dieses Plus. Hier kann man zusätzliche Aktionen für, Achtung, aktuell den Schlitten 1. Ne, der Schlitten 1 ist der linke Werkzeughalter, der Schlitten 2 ist der rechte Werkzeughalter. Entsprechend kriege ich beim Schlitten 2, wenn ich auf Plus klicke, auch andere Vorschläge, welche Aktionen ich hinzufügen kann, als hier drüben beim Schlitten 1. Nur noch mal so als Info, wer wie was wo wann. Ne, hier kann ich eine Folienaktion hinzufügen. Was bedeutet dieses Legacy alte Einstellungen? Alicia, das bedeutet, dass da vielleicht schon eine Einstellung hinterlegt ist für ein älteres Gerät und diese Einstellungen vom älteren Gerät werden dann übernommen oder übersetzt fürs neuere Gerät. Das ist das, was es mit den Legacy-Einstellungen auf sich hat. Kann man aber in der Regel machen, weil so unheimlich viel hat sich da nicht getan. Okay. Ich lese jetzt gerade nochmal die Sandra, die auch schreibt, sie hat auch kurz geschwankt zwischen der Cameo 5 und der Juliet und ist jetzt so happy mit der Juliet und nutzt sie so gerne. Das freut mich total und ich sage es auch hier am Ende einfach nochmal für alle dazu. Lasst euch von diesen Plotter-Tests nicht verrückt machen. Wenn ihr einen Plotter habt, mit dem ihr gerne arbeitet und der alles kann, was ihr von dem Plotter wollt, bleibt dabei. Das will ich gerade als Appell hier am Ende nochmal für euch mitgeben. Der Hobbyanwender braucht keine 5 Plotter. Der braucht einen oder vielleicht 2 für sehr ambitionierte Hobbyanwender, die sagen, ich will nie ohne funktionierendes Gerät sein. Man kann dann auch einfach noch einen Backup-Plotter haben oder einen, den man kauft, weil er andere Sachen kann. So wäre da jetzt meine Empfehlung. Deshalb sage ich auch, ich werde die Cameo 5 deshalb nicht behalten, nicht weil es ein schlechtes Gerät ist. Es ist meiner Meinung nach eine echte Verbesserung im Vergleich zur Cameo 4. Alle, die eine Cameo 4 haben und mich fragen, lohnt sich das Upgrade? Ich würde sagen, ja. Es sei denn, ihr seid top zufrieden mit eurer Cameo 4, weil was gibt es dann für einen sachlichen Grund, die auszutauschen, nur weil es einen neueren Plotter gibt? Ich werde die Cameo 5 wegräumen, werde die Cameo 2 oder 3 wieder hinstellen, weil sie noch funktioniert. Ne? Deshalb sage ich einfach, guckt wirklich immer, was wollt ihr machen, was braucht ihr wirklich, habt ihr einen Plotter, der für euch funktioniert oder habt ihr keinen Plotter, der für euch funktioniert. Wenn man keinen Plotter hat, der für einen funktioniert, weil er halt alt ist, der Plotter, den man benutzt, oder weil er allmählich anfängt kaputt zu gehen, dann ist es natürlich spannender mal zu gucken, was gibt es so und was macht für mich Sinn. Ich würde sagen, man kann da meine Empfehlung auch relativ leicht runterbrechen. Für alle, die schon immer Silhouette verwenden und auf keinen Fall dieses Silhouette-Universum verlassen wollen, bleibt bei Silhouette und geht von mir aus auf die Cameo 5. Aber nicht auf die Cameo 4. Das eine, was ich jetzt wirklich nicht machen würde, auch wenn es die jetzt hier und dort überall reduziert zu kaufen gibt, weil es jetzt die Cameo 5 gibt, kauft keine Cameo 4. Jetzt, wo es die Cameo 5 gibt, würde ich dann, wenn, auch wirklich auf die Cameo 5 gehen. Ihr wisst, ich bin kein 4er-Fan, das wird sich auch nie mehr ändern. So. Für alle, die sagen, ich bin erstens bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil die Juliet kostet halt nun mal mehr als die Cameo 5. Und ich bin bereit, eventuell einen zusätzlichen Software-Schritt in Kauf zu nehmen. Also ich erstelle zum Beispiel den Silhouette Studio und hole mir das Ganze nachher dann rüber in die Caesar-Software, um das Ganze zu plotten. Da ist die Juliet, finde ich, tatsächlich eine Überlegung wert. Für mich, die ich sowieso meine ganzen Sachen extern erstelle und das Ganze sowieso nur in die Software bringe, um den Schnitt oder die Zeichnung oder was auch immer an den Plotter tatsächlich zu übertragen, ist total egal, ob ich jetzt auf Silhouette unterwegs bin oder mit der Caesar arbeite. Das funktioniert für mich beides wunderbar. So. Ich mache jetzt ganz viel mit der Juliet. Die wird auf keinen Fall in die Ecke gestellt. Die bleibt genau da, wo sie ist. Die Cameo 5 kommt wieder weg, weil sie mir nicht den Mehrwert bringt, den ich mir erhofft hatte. Und dann ist es ein weiterer Plotter für 349 €, der einfach nur in der Ecke steht und nicht verwendet wird, beziehungsweise ein altes Gerät ablöst, das noch einwandfrei funktioniert und dann steht das in der Ecke und wird nicht mehr verwendet. Macht also gerade im Moment keinen Sinn. Aber ich bin trotzdem glücklich, weil ich habe mich mit dem Gerät auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es funktioniert, dass es viel besser funktioniert, als ich erwartet oder befürchtet habe. Worüber ich sehr glücklich bin, weil ich jetzt wenigstens die Cameo 5 mit gutem Gewissen wieder empfehlen kann. Ich habe euch ein paar Tipps und Tricks hoffentlich mitgeben können. Wir haben uns das ganze Thema mit dem CB09 in diesem Plotter auch angeguckt. Ich habe euch hier am Video auch nochmal Michaels Shop verlinkt. Ich habe euch da direkt verlinkt zum Messer, also nicht zu dem CB09 Adapter, der komplett mit Messer schon verbaut ist, und zu dem nur Adapter, wo ihr euer eigenes CB09 noch einsetzen könnt. Einfach damit ihr so einen kleinen Rundumschlag mal gemacht habt. Gut.
Ich lese gerade noch eine Frage, mit welchem Programm erstelle ich und die Designs und in welchem Format übergebe ich das Ganze. Ich erstelle in Adobe Illustrator, ich speichere das Ganze als SVG und ich übergebe das Ganze dann auch als SVG. Ja, Michael schreibt gerade, Fußball ruft, er wünscht uns noch einen schönen Abend. Michael, ich wünsche dir viel Spaß beim Fußball gucken. Mein Mann will jetzt auch Fußball gucken. Ich entlasse euch jetzt alle heute in den Feierabend. Pünktlich, kurz vor 21 Uhr. Für alle, die einfach noch ein bisschen Lust haben, jetzt zu plotten und was Schönes, Adventliches zu machen, jetzt direkt um 21 Uhr ist die Suse noch mit ihrer Geschenkewerkstatt live. Das heißt, ihr könnt einfach dranbleiben. Ich habe hier bei YouTube eine Weiterleitung eingerichtet, von der ich auch hoffe, dass sie funktioniert. Ich werde jetzt auch einfach ganz kurz mit rüberspringen zu Suse. Danke, ihr Lieben, für eure Geduld, fürs Mitgucken, für eure Fragen, für eure Zeit. Wir haben wieder gekämpft heute mit der Technik, aber ihr macht das immer ganz toll mit. Und es tut mir unheimlich gut, dass ich weiß, dass ich das mit euch auch ausprobieren kann, weil ihr kennt mich, ich bin so ein kleiner Daueroptimierer und wenn ich das auch machen kann, dann habe ich auch Spaß. So, macht's gut, ihr Lieben. Wir lesen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao.